Wir sind Ole und Becky und seit Anfang 2024 sind wir in Neuseeland für unser Work-and-Travel-Jahr. Auf diesem Kanal möchten wir euch mitnehmen auf unsere ganz persönliche Reise. Hier seht ihr Eindrücke von diesem wunderschönen Land und von unserem Alltag auf Reisen. Noch im letzten Video erkundeten wir auf der Strecke von der Banks Peninsula nach Christchurch den Nikau Palm Gully Track und gingen einer besonderen Palmensorte, aber auch einer wichtigen Frage auf die Spur. Was heißt denn jetzt 4 Stunden Return? 4 Stunden und dann Return? Ich hätte jetzt gedacht, inklusive. Ich auch gedacht. Wir haben es herausgefunden und ich spoiler schon mal, diese Erkenntnis wird für uns in den nächsten Monaten noch sehr wichtig sein. Der Track führte uns an einer wunderschönen Meereskulisse vorbei, durch den tropischen Wald und forderte uns teilweise ganz schön heraus. Nach 2 Wochen Woofing und schon fast 4 Wochen seit unserer Van-Besichtigung kam der Tag der Van-Übergabe endlich näher. Die Aufregung war groß und die möchten wir in diesem Video ein wenig mit euch teilen. Heute ist ein besonderer Tag. Nicht nur, weil wir heute genau einen Monat hier sind, sondern was passiert heute und gleich, hoffentlich. Lange gewartet mit Anzahlung und Tamtam mit hinfahren nach Cromwell. Auch werdet ihr sehen. Ole fand online einen Van, der viel besser zu uns passte, der allerdings auch viel weiter entfernt war. Die Besichtigung war somit viel schwieriger und wir brauchten eine Mitfahrgelegenheit, die uns dann aber spontan absagte. Kurz sah es also aus, als hätten wir keine Chance, den Van rechtzeitig besichtigen zu können. Jedoch kam nun alles anders. Christiane hat uns doch wirklich gerade ihr Auto geliehen. Auf nach Cromwell. Hoffentlich kriegen wir das Auto. Wir haben gerade unseren Van gekauft. Es fühlt sich jetzt noch nicht so doll an, weil wir es eben erst in 4 Wochen haben. Aber Gibt's unseren 4x4-Bus. Finally. heute müsste er. In einer Stunde, denke ich mal, ist Handover. Wir geben jetzt erst noch dieses Auto hier ab, was uns die nette Airbnb-Besitzerin, bei der wir die ersten 1-2 Wochen gemacht haben, zum Sortieren. Und ja, das haben wir jetzt sauber gemacht. Es war super gut, dass wir diesen ersten Monat benutzen konnten. Es hat uns ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Auch 4x4. Und jetzt müssen wir nur noch uns kurz gedulden. Ein bisschen rechnen. Und dann haben wir endlich unseren Van. Wir können es gar nicht so richtig glauben. Wir freuen uns. Miep, miep. Das ist unfassbar. Ja. Erinnert ihr euch an unsere erste Van-Besichtigung? Same weather, same look. Bei bestem Wetter hatten wir jetzt unsere erste Autoinspektion und das Wetter. Ja, und erinnert ihr euch an dieses Haus? Wer war schon im ersten Video dabei? Es ist unser Zuhause der ersten Tage. Ha? Ach, es ist so lieb. Unsere Airbnb-Vermieterin von der ersten Woche, mit der Ole irgendwie schon Best Friends ist. Weil ich so ein guter Hausmann bin. Ja, Ich habe hier so. die Wäsche aufgehangen, habe das Auto repariert. Das war richtig beeindruckend. Genau, sie hat uns 1 Monat lang ihr Auto geborgt und wir müssten dankbar sein. Und am Ende ist sie jetzt total dankbar. Und Weil eigentlich Ole sollen wir eben- auch noch Versicherung und hat's ja alles. Eigentlich hätten wir jetzt was zahlen müssen, so um die $100 oder so, keine Ahnung. Und das hat sie uns jetzt alles 3 erlassen. Wochen Auto fahren. Wir sind For ungefähr 1300 Kilometer gefahren mit dem Auto. Aber jetzt musste sie weg und jetzt sitzen wir in ihrer Wohnung und warten auf den Van-Besitzer. Durften uns noch einen Tee machen, haben Schokolade bekommen. Ist Und nicht sie- zu vergleichen mit Ski Universe. Jetzt versucht sie noch rauszufinden, ob Ole vielleicht hier... Als Mechaniker nochmal irgendwie eine Woche einspringen kann. Ja, weil ich habe hier ein cooles Jobangebot für 2 Wochen. Aber ich möchte natürlich, dass Ole in der Eigentlich Zeit will ich auch... auch los. Ja. But also good would be money in my pocket. Ja. Wir haben gerade das Geld überwiesen. Es ist jetzt unsere. Sieht aus wie ein Horst. Wir haben gerade. Und sein 4x4 gekriegt. Finally. Wir haben jetzt Da unseren hinten steht Van. er irgendwo, da. Aber ja, zeigen wir uns gleich. Oh. Es ist krass. Es ist ein krasses Gefühl gerade. Da steht er. Da stehen die beiden 4x4s.
Ja, Den haben wir gefahren. unser altes Auto Das ist der neue. und unser neues. Oh, es ist so verrückt. Yeah, we made it. We got it. Our own 4x4. Motherfucking double G. So let's get the stuff and lass uns los. Ja. Ich will fahren. Hier ziehen wir jetzt ein. Unser neues Zuhause. Eingezogen. Fertig. Die Hubs kommen natürlich als allererstes. Ja. Warte mal, ich habe den Schlüssel jetzt irgendwo vergessen. Den? Ah. Mein neuer Schlüssel. Den habe ich so von der Rosie bekommen. Erstmal eine kleine Testfahrt über die Wiese. Na klar. Was er so alles kann, ne? Oh, es ist verrückt. Jetzt fahren wir einfach mit dem Van. Und alles an unserem Startpunkt der Reise. Ich meine, hier sind wir genau heute vor einem Monat eingezogen. Genau heute vor einem Monat sind wir hier mit unserem ganzen Gepäck lang. Jetzt fahren wir hier mit dem Van los, ne? Ja. In seinem 4x4. Genau, was wir uns gewünscht haben. 4x4. Schön eingerichtet. Tanken müssen wir. Also, die Übergabe lief auf jeden Fall gerade super ab. Das ist ein sehr, sehr liebes Pärchen. Und genau, Ola hat sich nochmal alles erklären lassen. Wir sind einfach froh, dass wir ja, auf unsere Intuition gehört haben, dass wir vertraut haben, dass wir den bekommen werden, dass es kein Scam ist oder so. Und ich habe auch ein gutes Gefühl bei denen. Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Die melden sich nach Ende der Saison, die pflücken hier. Ja, dass wir den Weg auf uns genommen haben, dass wir so lange jetzt gewartet haben. Ja, wir wollten ihn einfach unbedingt haben und jetzt ist es soweit, unsere allererste Fahrt und das ist verrückt. First Stop, tanken. Hier würde ich zum Beispiel eine Gummilippe packen. Und jetzt nicht so gleich Metall auf Metall, sowas wie hier. Fehlt hier unten noch. Nach und nach. Irgendwann kriegt er auch neue Reifen, was Stolligeres. Ich bin mal gespannt, was da reingeht, ne? Der war jetzt so gut wie leer. What a beautiful day. Wir haben nicht nur unseren Van bekommen, sondern ich habe gerade die Bestätigung bekommen, dass ich auf dem Yatra Festival auftreten kann. That's amazing. Geil. Ich kann aufs Yatra. Yippie. Jetzt müssen wir nur noch einen Job für Ole dort finden. Ich habe die Zusage von Yatra. Brauchst du mich? Da haben sie jetzt noch nichts zu geschrieben, aber ich werde ein Gegenangebot schicken. Sie schreibt, sie will mich da unbedingt haben und dass ihnen noch ein paar Performer fehlen. Also frage ich, ob ich einfach noch mehr performen kann, damit du auch rauf kannst. Und vielleicht hast du aber auch jetzt eine Mail bekommen. Kann ja sein. Du hast dich ja auch beworben. Ja. Also ich habe deine Bewerbung geschrieben. Und vielleicht haben sie jetzt gerade mal alles gecheckt. Also ich glaube, hier gehen 60 Liter rein. Ja? Okay. Das ist nicht so gut, meintest du, ne? Oder ist es nicht so viel? Für ein Allradfahrzeug ist das nicht so viel. Der wird wahrscheinlich 10, 11 Liter fressen. Mindestens. Ja. Kommt 600 Kilometer weit, ne? Deswegen will ich ja noch so einen kleinen Tank haben. Ja. Jetzt kommen wir nach Hause. Das sind noch die Hühner. Ich finde die Hühner ja immer süß, wie die in ihrem Retreat schlafen. Ja. Ne? Wo parken wir denn am dümmsten? Hier? Eigentlich kann ich den Van noch auch neben den Ja. Oh. parken, oder nicht? Unser Trip zum neuen Van. Eine kleine Willkommensshow. Da ist er schon. Also langer Radstand, ne? Und dass die Fenster schwarz sind, Ja. finde ich auch toll. Von innen merkt ihr das nicht und von außen kann euch nicht jeder reingucken, wenn er euch mal Hätte ich auch noch gemacht. Das ist so verrückt. Der ist jetzt unserer. Und der ist so schön ausgebaut. Oh.
Die Ringe sind schon platziert. Ja. Vielleicht guckst du lieber hier rein. Genau. Yeah, very beautifully done. Yes. I like the style. Ach so, das Geheimfach. Nee, das ist Das das. ist bei ihrem Fuß. Hier irgendwo. Willst du nicht immer alles in den Krieg? Ja, super. Weil es riecht ja auch, wenn er Ja. Zwiebeln anbringt. Hallo. Nach getaner Arbeit, wir durften gerade Spiky Plants entfernen. Sind ein Glück rechtzeitig fertig geworden, denn jetzt können wir. Es ist noch hell, möchte Becky sagen. Ja. Denn jetzt können wir endlich unseren. Van einräumen. Die müssen nämlich gefüllt werden. Aber ich glaube, ich nehme doch die Seite. Ist die besser oder was? Nee. nimmst du die? Also da haben wir eher die Woche drin gepennt und hier 3 Stunden gearbeitet. Nein, ich musste 3. Becky nur eine. Es ist einfach geil, so einen Van zu haben, der so functional ist. So kann es denn aussehen, wenn man hier also vom Trailerpark in den Van umsattelt. Der muss auf jeden Fall mit für die Wanderung. Meine Fans. Meine Fans. Meine Fans, Alter! Meine Fangalerie! Meine Silk-Fans. Bin überfordert. Wo ist denn jetzt meine Tasche mit den Arbeitsklamotten? Sportsachen? Warme Sachen. Noch mehr Klamotten. Jetzt zieht noch etwas ein, das ganz, ganz besonders wichtig ist. Meine super, super tolle Freundin Tabi hat das süßeste Geschenk überhaupt gemacht und eine Lichterkette und Wimpelkette, der ein schönes Plätzchen für sie suchen. Und da unten sind jetzt noch 2 kleine Fächer und dann diese Kisten. Ja, wie just bought it Die today. hinteren und die in der Mitte sind Gemeinschaft. Oh, that's good. Self-made from the girl before. Nice jacket mate. It's such a beautiful van, guys. Can you imagine we drove for them when down to Cromwell? I would. It's beautiful. Okay, ich weiß wirklich nicht, wie ich nur mit diesem Stauraum auskommen soll. Du solltest auf jeden Fall nicht noch mehr Klamotten. Du kannst auch mal welche verschenken, so wie die anderen. Mach ich auch noch. Ich liebe Sticker in Autos kleben, vor allem wenn sie cool sind. Wo mache ich meine Klamotten hin? Ich würde sagen, kleine faltbare Sachen kommen hier oben. Sperrige Sachen kommen hier unten rein. Alles dazwischen in die Mitte. Hier natürlich nur das Gängigste. Alles andere in die Box und das Bett. Hier ist auch nochmal Stauraum. Das ist der Moment, in dem ich realisiere, dass ich ganz viele Kleidung aussortieren muss. Ja. Ich weiß nicht, also das reicht höchstens für meine Oberteile. Kannst auch stopfen. Mach dir nichts draus, wir können das auch alles verkaufen. Auf Trade Me, Second Hand. Ich glaube, ich komme damit klar. Super, dann kannst du mir dann noch Stauraum Ich abgeben. habe nicht gesagt, dass ich was übrig habe. So, du musst den Hub immer mit genügend Feuer andrehen, damit du deine Tricks machen kannst. Ah ja, okay. Verstehst du, was ich meine? Und das solltest du beachten, wenn du den Berg hochfährst. Finde ich. Oder runter in der Kurve. Immer volle Kanne aufs Gas. Spaß. Ich erkläre dir das nochmal, wenn wir in der Situation sind, okay? Ist er nicht krass? Das ist ja, als wird er von dort nach dort. Komm, mach nochmal Sound. Ole, wie war die erste Nacht? Beautiful. Beautiful, mate. So amazing. Nein, das war wirklich sehr schön. Ich muss sagen, ich habe sehr gut geschlafen. Wir mussten jetzt nur leider früh aufstehen. Guten Morgen aus unserem neuen Zuhause. Die erste Nacht liegt hinter uns.
War sehr schön. Auch ein bisschen kalt. Und ein bisschen kurz, denn unglücklicherweise liegt am heutigen Tag gleich wirklich total passend im Anschluss zur ersten Nacht an den Berg mein erster offizieller Arbeitstag. Ich freue mich natürlich darüber. Mein lieber Freund macht den Fahrdienst nach Christchurch. Das ist sehr, 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 sehr lieb, weil es tatsächlich gar nicht so einfach ist, von dort, wo wir gerade wohnen, nach Christchurch zu kommen. Da gibt es nämlich gar keine Busverbindung. Frühstück, Vanlife. Heute wird Vinyl verlegt, zack, und geklebt. Vorher müssen hier diese Teppichgreifer raus. Dann einmal den Boden, bisschen plan machen. Wie geht's dir? Ja, super. Alles okay? Ja. Ich bin unten am Malochen. Ja, ich war noch hier heute. Da ich jetzt nichts Besseres gefunden habe, außer den kleinen Spachtel hier, um sowas hier wegzumachen, damit sich das nicht durchdrückt später, wenn man das Linoleum verlegt hat. Eigentlich kann man dafür auch so eine schöne Klinge nehmen, aber das haben die hier nicht. That's why I take the Spachtel. Für diese ganzen kleinen Unebenheiten haben wir hier 2K Spachtelmasse, Bilderfill. Und ich zeige euch mal hier kurz die Stellen, die hier so gravierend sind. Das sind einmal die Dinge hier. Und da, wo die Nägel vorher drin gesessen haben von dieser Teppichleiste. Den Kollegen nur aufkriegen. Zack. 1 Teelöffel. Das ist auch eine coole Beschreibung. 1 Teelöffel Spachtelmasse mit einem 15 bis 25 mm Streifen härter vermischen. Was sind jetzt 15 bis 25 mm? Ne? Fragt ihr sich. Aber viel hilft viel. Es fühlt sich an, als wenn der Härte schon hart ist. Schön gut vermengen. Jo, das riecht schön nach Epoxy. So wie damals bei Papa in der Werkstatt. Jetzt muss ich mir auf den letzten Meter doch noch was anmischen. Ne? Hätte gedacht, es reicht. Aber es reicht nicht. Der Kollege fehlt. Da habe ich angefangen und da habe ich geendet. So, dann müssen wir das Ganze hier auch noch mal ein bisschen primern, dass der Kleber da nicht sich in den Beton saugt. Let the party started. Wir ziehen jetzt hier den Kleber auf, damit wir die Vinylplatten hier verlegen können, beziehungsweise auf den Boden kleben können. Dann legen wir mal den ersten Position, würde ich mal sagen. So sieht das jetzt aus von oben. Hello, 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 mate! So, wir sind auf dem Weg zur Arbeit, beziehungsweise Becky fahre ich gerade zur Arbeit. Sie arbeitet nämlich in Christchurch die nächsten 2 Wochen. Ich bin als Landschaftsgärtner und Hüttenbauer, Tischler, habe ich mich auch gemeldet. Becky sucht gerade einen Löffel für ihr Müsli, denn es geht nichts über Frühstück im Bauch. Dann können wir auch noch kurz warten, dass ich den Joghurt einfüge. Kleckert nicht einfach so viel. Das ist auch eine ziemlich geile Erfindung hier. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt wirklich sehr knapp bemessen hier alles. Ah, ich sehe ja schon, wer gleich hier den Sessel vorkleckert. Hätte mein Vater jetzt gesagt. Meine Mutter auch. So, meine Freunde, zweiter Job für heute. Der erste war nur so ein bisschen Hinterhof-Trim. Fand ich jetzt nicht spannend. Und hier ist das Grundstück wesentlich größer, aber auch steiler. Musste mein Auto auch woanders parken, weil hier schon alles voll ist. Und letzte Project. Die haben da Grünschnitt gemacht, das liegt alles schon hier unten. All diese Sachen dort. Runter den Berg.
damit sie den Hang hier bewirtschaften können. Und ich dachte, ich zeige euch das mal, wie ich hier die Schubkarre hoch und runter buckel. Arbeit habe ich mir auch selbst ausgesucht. Also ich bin jetzt nicht darauf angewiesen gewesen. Hier gibt es nämlich so viele schöne Möglichkeiten und ich fand das Terrain hier schön. Rough. Genau mein Style. Das habe ich hier alles schon gemacht heute. Den Haufen da. Die ganze linke Seite ist gemacht. Die ganze rechte Seite. Da und dahinter. Das wartet alles noch. Aber das mache ich einen anderen Tag. Ab morgen startet auch ein anderes Projekt. Dann packe ich das hier erstmal auf Eis. Aber die sind schon happy über ein bisschen Hilfe. Hallo aus unserem Welt. Das muss ich jetzt die ersten Male noch sagen. Heute ist mal wieder ein spannender Tag gewesen. Für mich der zweite Arbeitstag und für Ole der erste Tag eigentlich von seinem Safe-Employment, das jetzt spontan so passiert ist. Ich wurde heute Morgen von Ole zur Arbeit gebracht und jetzt hat er mich aus Littleton abgeholt. Und ich höre gerade, was er alles heute schon für uns gemacht hat, denn dann so ein paar Sachen müssen auch hier bürokratisch erledigt werden. Hier hört ihr, was dazugehört und was Ole heute schon erledigt hat. Ich war heute im AA Club. Ganz früh. Auto gekauft, da muss natürlich noch einiges getan werden. Und hier bei diesem ADAC quasi, wo man alles machen kann, seine Führerschein, Lizenz, Umschreiben vom Fahrzeug und. Man muss sogar eine Lizenz kaufen, dass man das Fahrzeug fahren kann, monatlich. Also ein paar Sachen müssen da noch erledigt werden und das mache ich jetzt. Um 8:30 Uhr macht der Laden hier auf. Ich bin jetzt schon ein paar Minuten eher da. Ich habe schon gehört, hier ist immer ordentlich Trouble. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich habe einmal nicht aus dem Fenster geguckt, zack, stehen dann gleich 5 Leute erstmal, ne? Warten schon eine halbe Stunde vorher. Ich einmal kurz hier hinten, holt seine Unterlagen, eine Regenjacke und isst mal einen kleinen Happen. Da haben sich da schon Leute versteckt vor der Tür. Alle wollen natürlich nur ihre License beantragen und dann wird man so schon beim Reingehen nach der halben Stunde Wartezeit draußen schon selektiert. Fragt eine Frau, mit der habe ich nachher meine Membership, meine Mitgliedschaft da abschließen können. Das hat mich mal einmal Geld gekostet, 84. Und dann brauchte ich noch Kilometer für Diesel, weil die so günstigen Diesel hier verkaufen, wird da irgendwie nochmal Kilometer abgerechnet. Das wussten wir auch gar nicht, das haben wir erst jetzt erfahren, als wir den Van gekauft haben. Versicherung, also wir haben jetzt zum Beispiel einer beschlossen, gilt für beide. Ich habe sogar den Wert des Fahrzeuges versichert. Das Auto zum Beispiel nicht mehr repariert werden kann, weil es einen Unfall hatte oder abgebrannt ist, so gegen Einbruch, wenn der Schlüssel drin steckt und wenn wir liegen bleiben, kriegen wir ein Ersatzauto, temporäre Unterkunft und so Kram. Also wir sind genauso versichert wie beim ADAC auch. Wow. Und ich finde ehrlich gesagt sogar noch ein kleines bisschen besser. Also ich habe alle Konditionen mit drin. Cool. Vielen lieben Dank, dass du das heute gemacht hast. Documents. Ja, hier, dann kriegst du eine Karte, den Sachbearbeiter auch noch, falls du Fragen hast. Der hat echt seinen Job gut gemacht. Ne? Also der Sean hat sehr langsam gesprochen, man hat das schon gemerkt, dass er, hat er zwischendurch gesagt, ich habe auf solche Leute wie du. Aber ich habe mich gut geschlagen. Cool. Wunderbar. Und das Auto ist jetzt auch unseres, ist registriert? Ja, genau, das wird auch noch gemacht. Das wird auch, ich kriege so ein Kärtchen, so wie hier vorne, steht da mein Name drauf. Das ist jetzt mein Wagen. Ich erzähle jetzt mal kurz von meinem neuen Job. Ich bin jetzt nämlich die persönliche Assistenz von einem jungen Mann mit Down-Syndrom. Ja, es heißt so. Ich hatte heute meinen zweiten Tag mit ihm und es war schön, aber ich habe es gerade schon auch meiner Freundin erzählt, all diese ganzen sozialen Berufe, die bestehen ja daraus, dass man mit seiner eigenen Energie und Persönlichkeit jemand anderen irgendwie unterstützt, aufbaut, aufmuntert, Impulse gibt, das hast du sehr gut gesagt. Und von daher war es schön, auf jeden Fall, aber ich war jetzt am Ende auch erschöpft. Sogar auf dem Rückweg noch Arbeit angeguckt. Ich fühle mich schon wie mein Fall. Ich muss mir noch ein Objekt angucken. Ja, also ich bin super stolz, weil das war wirklich komplett ungeplant, dass wir jetzt noch hier in Christchurch bleiben. Das haben wir jetzt wirklich einfach nur gemacht, weil ich dieses Jobangebot bekommen habe. Es gut bezahlt ist und irgendwie eine coole Möglichkeit für mich war. Und da hätte sich Ole jetzt auch querstellen können, aber nein, er hat sich
nicht angepasst. Ja, aber das lief ja auch wie am Schnürchen. Ja. Also der wirkliche Lifehack war Facebook. ja, die privaten Gruppen. Also über unsere Freundin, die Christiane, hat sie mich in 2 private Gruppen und das ist halt auch alles in eine Ecke hier. Eigentlich bist du 3 Wochen voll. Hammer. Ja, richtig toll. Sehr schön. Es läuft und es ist wie immer auf Reisen und es ist, genauso soll es ja auch sein. Nichts ist beständig und man kann ruhig mal einen Plan machen, aber man braucht nicht allzu überrascht sein, wenn dieser sich noch 1 bis 10 Mal ändert. Und meistens ist das auch total gut, dass er sich nochmal ändert. Ja. So. Outside here, make some fruity booty. Mal wieder ein erstes Mal. Dieses Mal das erste Mal kochen und essen im Van mit Lichterkette. Und zum Schluss gibt es noch diese wunderschönen She Universe Chocolate Schokoriegel. Die habe ich gerade bekommen. Ich habe nämlich gerade noch geholfen beim Schokolollis verpacken in der Schokoladenküche. Das wäre hier nicht so easy peasy möglich, Was denn? wenn das nicht die lange Version wäre. Hier wäre da hinten nämlich bei dem Fach schon Schluss. Was gerade auf ist. Luckily we have a langer Radstand. Wir wollen tatsächlich morgen nun endlich auf die Reise gehen. Wir wollten am liebsten sofort losziehen, aber vorher mussten einfach noch unsere ersten Jobs beendet werden. Natürlich gingen wir trotzdem auf kleine Entdeckungstouren und nutzten die Zeit, um uns so langsam in Bambi einzuleben, bis wir dann endlich bereit waren, Tschüss zu sagen und loszuziehen. Habt ihr Lust, wieder dabei zu sein? Dann schaut im nächsten Video vorbei. Bis dahin liebe Grüße, Ole und Becky.